Und Hoffnung blieb behalten, rühmt den Lauf zu seiner Ehre. Vor dem Namen Jesus stehen, alles, was den Herrn betrübt, Sünden und Recht überwinden, wer den Namen Jesu liebt. Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. Dank sei dir, o mein Befreier, der durch dich mich Rettung fand. Jesu Name leuchtet helle, und sein Glanz erwidert mich. Jesu Name bringt der Seelen, selbst in tiefster Nacht ein Licht. Mag auch einst die Welt versinken, mag vergehen der Sonnenschein. Jesu Name weiter klingeln, unvergänglich wird es sein. Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. Dank sei dir, o mein Befreier, der durch dich die Rettung fand. Noch ein Lied? Ja, na, du hast es noch. 306. 206. Dieses Wissen, Jesus ist mein, köstlichen Frieden bringt es mir an. Leben von oben, ewiges Sein, völlige Sühnung hat mich zuteil. Lass mich erzählen, Jesus zu Ehren, durch sein Heiland Blut der ganz uns segnet, wenn zu erfreuen. Keiner als Jesus weiß ihn ein. Liebe, und welche Freude, herrliche Gaben, Jesus dir wollen. Göttliche Leitung, Schutz in Gefahr, Sieg über Sünde, reicht mir da. Lass mich erzählen, Jesus zu Ehren, so ist ein Heiland, unser Sinn. Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, weiß ihn allein. König sein Heiligen, nicht zu beschweren, Jesus der Stille, treibt mein Begehren. Neu will ich lieben immer da, bis ich gelangt über den Tag. Lass mich erzählen, Jesus zu Ehren, wo ist ein Heiland, größer Sinn? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, weiß ihn allein. 267. Danke. Englisch.
nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Oh, my wanderer, the sun go down. Darkness over me, my restless soul. Yet in my dreams I dream, nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Let the way appear, set unto them. All victims endlessly, be perceived. Angels to blanket me, nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Then reach my waiting cause, right with my praise. Out of my soul decrease, faith till I raise. So my wrongs so dear, nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Glory from joyfully, leaving the sky. Sun, moon, and stars so bright, dappled I fly. Sighs of my song shall be, nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Ich möchte ganz herzlich alle begrüßen hier in Berlin am Hohenzollern-Damm. Wir freuen uns besonders, Helmut, dass du da bist. Ich habe jetzt gelernt, dass du Deutsch sprichst, daher wirst du uns gut verstehen. Es ist uns ein Vorrecht, dass du da bist, und ich hatte jetzt nur einen Vortrag miterlebt. Und als ich so zuhörte und all die Bilder sah von dieser Ratte und von all diesen Sachen, und da gibt es einen Vers, da heißt es, sie sind erfinderisch im Bösen. Sie haben eine unglaubliche Kreativität, die sie an den Tag legen, um ihre Bosheit voranzutreiben. Und da kam mir, wenn mich nicht alles täuscht, der einzigste Vers in der Bibel, der über Atheismus spricht. Oder der einzigste Vers oder die einzigsten zwei Verse. Und zwar lesen wir im Psalm 53. Im Psalm 53. Die Definition eines Atheisten. Nicht, wie sie sich selber definieren, nicht, wie sie sich selber nennen, nicht, wie sie sich selber schön malen, sondern wie Gott im Himmel über sie spricht. Und das heißt hier im Psalm 53 im 2. Vers, der Tor oder der Narr spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet und abscheuliches Unrecht geübt. Das ist genau das, was wir gehört haben. Der Narr spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und das nächste, was er tut,
Er richtet Verderben an und abscheuliches Unrecht. Und dann ist hier ein Satz, den habe ich immer vor Augen, wenn ich mit Atheisten rede. Da ist keiner, der Gutes tut. Das ist zusammengefasst, was Gott sagt über sie. So viele sie auch sind, so viel Einfluss sie haben, so viel sie auch ihre Ideologie in die Köpfe unserer Kinder stopfen wollen. Und Gott fasst sie zusammen als die, in denen und durch die nie etwas Gutes kommt. Aber habt ihr denen schon mal zugehört, wenn sie reden? Habt ihr schon mal auf ihre Hohelieder gehört? Wie sie die Welt retten wollen? Wie sie Liebe wollen für alle Menschen? Toleranz, Akzeptanz und all diese Themen. Und Gott schaut vom Himmel und sagt, da ist nichts Gutes in ihnen. Ich dachte, ich gebe euch das mit. So eine Grundlage, eine biblische Grundlage für das, wie Gott den Menschen sieht, der in seinem Herzen spricht. Das muss er sich selber einreden. Er muss sich diese Lüge selber einimpfen, damit er sie glaubt. Weil Gott sagt, wer da hinausschaut in die Schöpfung, der muss den Schöpfer erkennen. In dem, was gemacht ist und dem, wie er es gemacht hat. Und da freuen wir uns auch auf den Vortrag heute, weil genau das ist auch der Gedanke. Ich glaube nicht, dass ein Atheist unter uns ist. Aber damit wir sehen können, wie Gott vom Kleinsten bis zum Größten. Es gibt in New York ein Museum, Museum of Nature or Science oder so, sehr großes. Und da haben die eine Plattform, da geht es vom kleinsten Atom bis zur größten Galaxie. Und dann haben sie so diese ganzen verschiedenen Größen, die uns so umgeben, gezeigt. Und sie haben kein Problem damit zu sagen, das ist alles so entstanden. Das machen sie dir. Am Schluss erzählen sie dir, dass es alles halt so passiert. Aber bitte, wenn wir auch heute hören von dem, was Gott getan hat, dann denke ich an den Vers, und der ist mir auch so wichtig geworden, jetzt am Freitagabend. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste seiner Hände Werk. Ein Tag tut's dem anderen kund. Man muss nur ein Ohr haben zu hören. Und man wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich kann mich erinnern, als mein Kind geboren wurde, mein erster Junge, der Noah. Und dann siehst du ihn, er ist da, er ist vollkommen, er ist so schön. Welch ein Narr musst du sein? Welch ein Narr, welch ein Tor, welch ein Verrückter, um in dem Moment Gott nicht die Ehre zu geben. Wer kann da sagen, dass es so entstand? Dann würde ich noch beten und wir werden im Anschluss noch ein Lied singen. Wir singen ein englisches Lied. Da geht es darum, dass diese uralten Worte, die Worte Gottes, dass die Kraft haben, uns zu verändern, unser Herz zu erreichen. Das sind Worte, die erhalten sind für uns durch die Zeiten und durch die Generation hindurch. Und diese Worte sind uns verkündigt, damit sie auch unser Herz verändern können. Dann bitte ich noch, dass wir uns unsere Augen schließen und beten. Vater im Himmel, wir sind hier wie Staub und Asche, wie Gras, das heute blüht und morgen verwelkt. Wo sind die Darwins dieser Welt? Wo sind die Engels, die Lenins, die Stalins? Die sind heute nicht mehr da, nicht mal mehr ihre großen
Die Denkmäler, die sie aufgerichtet haben, stehen noch. Nichts ist mehr da. Aber du, Herr, und dein Wort, das bleibt in Ewigkeit. Wir danken dir besonders, dass auch Helmut heute hier ist. Und wir möchten dich bitten, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns besonders diesen Vortrag segnest. In Jesu Namen bitte ich, dass auch wir dich näher kennenlernen können und einen aufrichtigen Dank und ein aufrichtiges Lob haben. Ein Herz, das überfließt vor Dankbarkeit für deine Wunder und für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us grow. In this world, wherever we roam, ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Only the faithful words of Christ. Holy words long preserved for our walk in this world. They resound with thoughts and heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. We have come with open hearts.
ancient Wurzeln. So, schönen guten Morgen. Viele Grüße aus Amerika, Bettendorf, Iowa sogar. Ich heiße Helmut Welke, bin in Köln geboren. Gibt jemand, das noch nicht weiß, aber in Chicago aufgewachsen und ich wohne jetzt 3 Stunden westlich von Chicago, direkt am Mississippi. Zu diese Tage wird sehr stark überschwemmt. Der Mississippi aus dem Ufer in die Stadt Davenport überall. Aber das ist zu Hause. Heute wollen wir sprechen über menschliche Genetik und die Bibel. Das sind, well, let's see. Those are 2 themes that we normally don't put together, do we? Das sind 2 Themen, die wir gewöhnlich nicht zusammentun. Ist das so? In fact, we don't go to church and expect to hear about genetics. Wir gehen doch nicht in die Kirche und erwarten, von Genetik zu hören. But today we want to do this. Heute möchten wir aber genau dieses tun. We live in a society that respects science. Wir leben in einer Gesellschaft, das sehr viel Respekt gegenüber der Wissenschaft hat. And the majority of scientists, not all, but the majority, Und der größte Teil der Wissenschaftler, nicht alle, aber doch der größte Teil, believe that there is no God and that we came from pond scum. die glauben, es ist kein Gott und wir kommen aus einer Suppe. Now the problem though is, where did the information in genetics come from? Nun, woher kommt dann die Information in der Genetik? And that's what we want to try to look at today. Und genau darauf möchten wir heute schauen. And does the Bible actually explain it better? Und hat die Bibel vielleicht eine bessere Erklärung? Okay, so let's begin at the very beginning. So, nun lasst uns am Anfang starten. In the beginning, God created the heavens and the earth. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. And when he came to creating life, Und als es dazu kam, dass er das Leben schuf, which is really the last 2 days of creation, und das waren die letzten 2 Tage der Schöpfung, he says something very interesting. da sagt er etwas sehr Interessantes. He says that all things shall reproduce after their own kind. Und es steht hier, dass jedes nach seiner Art sich fortpflanzen soll. And that's the fish, the worms, every type of major type of animal. Also der Fisch, der Wurm und jeder Typ oder Hauptstrang der Tiere. On Friday night, we touched a little bit about this. Wir haben es etwas angeschnitten am Freitag. And that what this means is not what we call a species today or the next level, which is genus, but more like the family level of classification. Also es geht hier nicht um die Spezies oder eine besondere Art, sondern generell gesagt eine Urart oder ein Urstrang, Familie, Grundtyp. So this type that God created did have variation, but he did say, Also der Grundtyp, den Gott geschaffen hat, der hat viele Variationen, aber Gott hat gesagt, every kind will reproduce after its own kind. jede Art wird nach ihrer eigenen Art sich wieder fortpflanzen. So for example, apple trees only give us apples. So werden uns Apfelbäume immer nur Äpfel geben. We don't get a pineapple from an apple Wir tree, werden nicht eine Ananas von einem Apfelbaum pflücken können. but we get different kinds of apples, Aber wir haben verschiedene Arten von Äpfeln. green ones, red ones, more sweet, more sour, Grüne, rote, süße, saure. but they're still apples. Das sind dennoch Äpfel. We don't get oranges Wir kriegen da keine Orangen von. because every kind reproduces after its own kind. Denn jede Art pflanzt sich in der Art fort. Today we know how this works Heute wissen wir, warum es so ist. because of the genome, the Wegen DNA. der DNA, wegen dem Gen. This ensures that with some variation, Und das macht sicher, dass auch in einer Art von Variation every next generation gets the blueprints to make more of the same kind.
die nächste Generation dennoch den Fortlauf hat von derselben Art. And that's what DNA does for us. It gives us the build plan to make a cow, to make you, you. Und das macht die DNA. Die Information steckt da drin, dass aus einer Kuh eine Kuh wird und aus dir du wirst. Okay? And at the end of creation, at the last verse of chapter 1, we are finished with creation the 6 days. Und am letzten Tag der Schöpfung, im letzten Vers von 1. Mose, nun sind die 6 Tage vorbei. And God said everything was very good. Und Gott sagte, alles, was er gemacht hat, war sehr gut. Okay, beginning of chapter 2, we have the day of rest. Im 2. Kapitel haben wir nun den Tag der Ruhe. But by now, all of creation is finished, including the major animal kinds. Und nun ist aber die Schöpfung vollkommen oder sie ist zu Ende gebracht worden, auch die verschiedenen Arten im Artenreichtum, auch die Tiere. And every kind reproduces after its own kind in a very good fashion. Und jede Art pflanzt sich innerhalb der Art sehr gut weiter fort. So we could say that in the beginning, our DNA was perfect. Am Anfang war unsere DNA vollkommen. And as I said, if the DNA was perfect, it can reproduce so that every kind reproduces after its own kind, but with very strict limits. Wenn nun die DNA vollkommen war, so kann nur jede Art sich in gewissen Rahmen innerhalb der eigenen Art fortpflanzen. Und was sich daraus entwickeln kann, das ist sehr streng geregelt. But then something happened. Und dann passierte etwas. We read in chapter 3 about the fall of mankind. Im Kapitel 3 lesen wir, wie der Mensch gefallen ist. Why is there pain, death, and disease and suffering in the world? Warum gibt es Schmerzen, Tod, Krankheiten in dieser Welt und Leiden? Yeah, the basis of this all is sin. Die Grundlage all dessen ist die Sünde. When mankind rebelled against the word of God and questioned him, Als der Mensch gegen Gott rebelliert hat und Gott hinterfragt hatte, that introduced sin. And I think this is the beginning of the second law of thermodynamics. das brachte die Sünde hinein und das ist das zweite Gesetz der Thermodynamik. It's one of the most known and most proven science laws. Das ist eine der bekanntesten und meist bewiesenen Gesetze der Wissenschaft. That is, everything falls apart. Everything is going to disorder. Dass wirklich alles durcheinander geht und alles zerbricht. In fact, when God realized what they had done, Als Gott erkannte, was sie getan hatten, he said, "Cursed is the ground because of you." da sagte Gott, verflucht sei der Acker um deinetwillen. It affected not just mankind, the people, but it affects all of creation. Das hat nicht nur den Menschen getroffen, sondern die ganze Schöpfung. Everything was cursed because all of creation was meant to let God, to let people enjoy and for them to see the honor and glory of God. Nicht nur die Menschen hat es getroffen, der Fluch kam über die ganze Schöpfung, denn die Schöpfung war dazu gemacht, dass der Mensch sie genießen kann, um dadurch Gott Ehre und Lob zu geben. And in Romans, it even says, In Römer heißt es hier, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. everything is falling apart because of sin. Also alles zerbricht wegen der Sünde. Okay, so let's do a quick summary. Nun lass uns das kurz zusammenfassen. I'm an engineer. I like diagrams. Ich bin ein Ingenieur, ich liebe Diagramme. So let's say we have the beginning of creation, and at the end of 6 days, everything is perfect. Nun haben wir den Anfang der Schöpfung und am Ende der 6 Tage sagt Gott, es ist perfekt, vollkommen. Okay, and then we get to Adam and Eve, Jetzt kommen wir zu Adam und Eva, the crown of creation. die Krone der Schöpfung. Everything was made for people to enjoy, Alles wurde für die Menschen geschaffen, damit sie es genießen können and that people should enjoy God Himself. und dass sie Gott selber genießen können oder in ihm glücklich sein können. But then we did have the fall. Aber dann kommt der Fall. And it says in Romans 5, therefore, just as through one man sin entered the world, death through sin, and it spread this death,
disease to everybody. In Römer 5 lesen wir, dass durch einen Menschen die Sünde hineinkam und durch ihn der Tod überall hin verstreut wurde. And it's the death that's the result of sin. Und der Tod ist das Resultat der Sünde. Okay? All things will eventually die. Alles wird sterben. All your nice cars will eventually rust. Alle eure schönen Autos werden letztendlich rosten. If we let buildings just stand, they fall apart. Wenn wir Häuser einfach stehen lassen, zerfallen sie. And that is the result of sin. Und das ist die Ursache dafür, ist die Sünde. Okay, but we know there's an alternative view out there. Wir wissen aber, dass es einen alternativen Blickpunkt darauf gibt. They also ask the question, where did people come from? Sie stellen sich auch die Frage, woher kamen denn die Menschen? Wie sind die Menschen entstanden? So this is Carl Sagan. He's a famous American atheist. Hier ist ein Carl Sagan, das ist ein sehr bekannter Atheist in Amerika. And he said this, Er sagte, wie ist die Menschheit entstanden? Nur durch Tod, durch unvorstellbar viel Tod, Tod und Unfall, Tod und Unfall, Tod und Unfall und das über Jahrmillionen hinweg. Nur deshalb sind wir heute hier. So entstanden Sie und ich, so entstanden Gehirn und Intelligenz und alles, was es gibt. so everything we see today, including our own minds, Alles, was wir heute sehen, auch unser eigener Verstand, kommt durch Tod und Unfall, Tod und Unfall, Tod und Unfall. Okay? So if we take our diagram nun wenn wir das Diagramm nehmen, and say somehow there was a creation billions of years ago, also war da irgendeine Schöpfung vor Milliarden von Jahren, and let's say there were finally two apes that became human. und sagen wir, dass letztendlich 2 Affen zu Menschen wurden. In fact, they say 250,000 years ago Sie sagen, vor etwa 250.000 Jahren were the first humans in the modern form. waren die ersten Menschen in der modernen Art und Weise, wie wir sie heute kennen. So atheists would say well, there were maybe 10,000 of them. Sie würden sagen, da waren vielleicht 10.000. And if you want to mix the Bible and science or the science story, Und wenn du nun diese wissenschaftliche Geschichte mit der Bibel vermischen möchtest, then they even say, theistics would say, well, maybe God picked 2 of them and called them Adam and Eve. dann sagen die Theisten, also die beides glauben, dass Gott 2 von denen rausgesucht hatte und die Adam und Eva genannt hat. And he was going to work with them. Und er würde mit ihnen ein Werk beginnen. And he gave them laws to follow. Und er gab ihnen Gebote, denen sie nachfolgen Not sollen. many, very simple, but even they couldn't obey them. Nicht viele, sondern nur die beiden, aber selbst die konnten den Gebote nicht erfüllen. And so we have sin enter the world. Und so kommt die Sünde in die Welt. And God says, you know, the result of sin is death. Und Gott sagt, dass das Resultat der Sünde ist der Tod. But wait a minute. Moment mal. Wir haben schon Millionen Jahre Tod und Unfall, Tod und Unfall. So if there was an Adam and Eve, they could look around. Wenn dort nun Adam und Eva waren, dann haben sie herumgeschaut. Yeah, what's the point of sin? Was bringt denn nun die Sünde? Oder was ist der Grund? Oder was ist jetzt die Ursache der Sünde? The ground is full of dead things. Es ist ja alles voller Tod. People I know have died. Und ich wusste auch, dass Menschen gestorben sind. What's the big deal about sin? Wo ist da das Besondere an der Sache? See, if you try to mix, as we talked about Friday night, evolution and creation, Wenn man Evolution und Schöpfung vermischen möchte, you've got a deep theological problem. dann hast du ein sehr tiefgründiges theologisches Problem. If you have death before sin, what's the big deal? Wenn wir nun den Tod vor der Sünde haben, warum das alles? And people today are figuring this out. Und heute merken das Menschen plötzlich. So let's go back to this concept of DNA. Nun gehen wir zurück in das Konzept der DNA. As I said, that's the reason everything reproduces after its own kind, Das ist- even today. Wie ich gesagt habe, der Grund, warum alles in seiner Art bleibt, in seinen Grenzen. DNA has been called the language of life. Man sagt, es ist die Sprache des Lebens. It's even been called DNA wird auch genannt die komplizierteste, komprimierteste, komplizierteste und exakteste Sammlung an Informationen, die wir kennen.
That's what DNA is. Das ist, was DNA ist. It's full of Es information, ist voller Information. Bauplan, and it's complicated. It's like a very complicated computer Es ist program. wie ein Bauplan. Es ist wie ein unglaublich kompliziertes Computerprogramm. How many of you would want to run your computers with a program that was made by chance? Wie würde es dir gefallen, wenn ein Computer laufen würde mit einem Programm, das so zufällig entstanden ist? No, it's actually information. Also ist es die Information. Many of you know Werner Gitt, Viele von euch kennen Werner Gitt, famous German scientist. ein sehr bekannter deutscher Wissenschaftler. He was up in Braunschweig, Er lebt in Braunschweig oder hat dort gearbeitet. and he said this about information. Er sagte das über die Information. Es ist kein Naturgesetz, kein Prozess und kein Ablauf in der materiellen Welt bekannt, nachdem in der Materie Informationen von selbst entstehen. Certainly, I think we realize this intuitively. Das merken wir schon intuitiv. To get usable information, Um nutzbare Informationen zu haben, you must come from an intelligent source. muss es von einer intelligenten Quelle kommen. It doesn't come from randomness. Es kommt nicht aus Zufall. It doesn't come from chaos. Es kommt auch nicht durch den Chaos. Otherwise, it would just be gobbledygook. Sonst wären wir einfach nur Gabbeldygook, also ein Durcheinander. Yeah, gobbledygook is the technical term for chaos, Das ist der garbage. technische Ausdruck für Chaos, für Müll. Okay, but Schrott. quote an Unfall, an atheist or even a theistic evolution person Also selbst ein Atheist oder ein Theist, eine Person, die daran glaubt, they have to believe in what's called mutations. sie müssen in das glauben, was Mutation ist. How many of you heard of mutation? Wie viele von euch haben schon von Mutationen Ja. gehört? Mutations are copying mistakes of the DNA. Mutationen sind falsch kopierte DNA. How many of you seen the movies X-Men? Wer hat X-Men gesehen? Yeah, a few of you. Ein I paar know von some of euch. you don't go to movies. That's Ich weiß, okay. manche von euch gehen nicht in Kinos. But in the beginning of the movies series from the X-Men, Aber am Anfang von der Serie X-Men they actually say this. sagen sie dieses: Mutationen sind der Schlüssel zu unserer Evolution. Sie haben es uns ermöglicht, uns von einzelligen Organismen zu komplexen Spezies auf dem Planeten zu entwickeln. Dieser Prozess erstreckt sich gewöhnlich über große Zeiträume, aber alle paar Jahrtausende macht die Evolution einen Sprung nach vorn. Now, the last sentence is the basis for the movies, Also- because the X-Men are mutants that just happened. Also die letzten Zeilen sind sozusagen die Grundlage für diesen Film. Also diese Mutanten in den Filmen, die sind einfach entstanden. But the rest of the quote, the first 2/3, is very accurate. Die ersten 2/3 sind aber ziemlich akkurat. They're accurate in what the evolutionists like Carl Sagan believe. Das ist sehr akkurat im Sinne von dem, was ein Carl Sagan zum Beispiel glaubt. That we have copying mistakes in the DNA. Dass wir einfach Fehler haben in der Kopie der DNA oder in der Reproduzierbarkeit. That we could go from a simple cell Wir gehen von einer einfachen Zelle to a very complex life form like you. zu einer sehr komplexen Lebensform wie euch. And mutations come from different reasons. Eine Mutation kommt aus vielen Ursachen. It can come from radioactivity, it makes it faster. Es kann zum Beispiel durch die Atomstrahlung kommen, das macht es Radioaktivität, das macht es etwas schneller durch It can come from viruses, transposons, chemicals, or just simple copying mistakes when cells divide. Oder es kann durch Chemikalien oder einfach durch Fehler der Zellteilung entstehen. And this is true. Und das ist sehr wahr. But remember, the idea is that these mutations create more complex information to make more complex creatures. Aber erinnert euch dran, die denken, dass die DNA komplexere Mutationen schafft, um noch komplexere Kreaturen So, hervorzubringen. in reality, mutations is the hero of evolution. In Wahrheit ist die Mutation der Held der Evolution. So here you have some examples. Nun hat man hier ein paar Beispiele. How many of you kids know the Ninja Wie Turtles? viele von euch kennen die Turtles-Kinder? Yeah, okay, a few. Ein paar von euch. When my kids were young, they were very new, Als meine Kinder noch jung waren, waren sie noch ziemlich frisch. and they liked to watch these Und cartoons. sie liebten es, diese Cartoons anzuschauen.
But you can see that Hollywood is teaching us this story of evolution. Aber ihr seht, Hollywood lehrt uns dadurch die Geschichte der Evolution. They don't say they're teaching Das evolution. würden sie nie sagen. They just assume it and then teach the idea of mutations is why you are here today. Sie nehmen Evolution als wahr und sie lehren diese Lehre der Mutation und darum bist du heute hier. So mutations is the key to our evolution. Also Mutation ist der Schlüssel zu unserer Evolution. And the whole point of genetic mechanism here is that we get some good mutations every once in a while. Also ab und zu bekommen wir einfach eine gute Mutation aus dieser Annahme. Der grundlegende genetische Mechanismus der Evolution ist zufällige Mutation. Besonders solche Mutationen, die sich vorteilhaft auswirken. In Biologiebüchern werden nützliche und schändliche Mutationen so dargestellt, als wären sie alltäglich und als würden sie gleich häufig auftreten. And in fact, in the 1930s and 40s, between the wars, biologists actually proposed that there were good mutations and bad mutations, and they were maybe 50-50. Und zur Zeit des Weltkrieges, 30er, 40er Jahre, haben sie gesagt, dass es wirklich gute Mutationen, schlechte Mutationen gibt. Und der Anteil beider sind etwa 50-50. And today we know there are hardly any good mutations. Heute wissen wir, dass es so gut wie keine guten Mutationen gibt. In fact, secular scientists admit Selbst säkulare Wissenschaftler geben es zu. that it's less than 1% might be good, Es sind weniger als 1%, die vielleicht gut sein könnten. but most cause genetic disease. Aber die meisten schaffen genetische Krankheiten. So let's look at this idea, though, that mutations is the key to our evolution. Nun lasst uns auf die Idee schauen, dass Mutation der Schlüssel zur Evolution ist. So they don't say how because they have no good proposals, Sie sagen uns nicht wie, denn sie haben überhaupt keine Vorschläge that dafür. the first living cell popped into existence in some Ursuppe. Also die erste lebendige Zelle ist einfach entstanden in irgendeiner Ursuppe. But to have a living cell Aber sie haben eine lebendige Zelle, that reproduces, das sich wiederum vermehrt. it has to have some simple DNA. So muss da einfache DNA sein. And one of the simplest cells that we know of today Und die einfachste Zelle, die wir heute kennen, has 130,000 base pairs. hat 130.000 Paare, grundlegend. Now, how many of you remember what the Basenpaar. DNA looks like? It's called the double helix. Ihr wisst, wie ein DNA aussieht, wie so ein doppelter Helix. It's like a twisted ladder. Wie eine gedrehte Leiter. And every rung of the ladder Und jede Strebe dieser Leiter is a base pair. ist ein Basenpaar. And that base pair is usually 2 of 4 different chemicals. Und dieses Basenpaar sind gewöhnlich 2 von 4 verschiedenen Chemikalien. So we're talking about a simple cell. Wir reden über eine einfache Zelle. We have a twisted ladder Wir haben eine Leiter, die gedreht ist, with 130,000 rungs or base pairs. mit 130.000 Streben oder Basepaaren. But that's just for a simple cell. Das ist einfach nur eine einfache Zelle. Die einfachste Zelle. Your DNA is a little bit more complicated. Deine DNA ist etwas komplizierter. You have about 3 billion base pairs. Du hast in etwa 3 Milliarden von diesen Basenpaaren. That's a pretty big ladder. Das ist eine ganz schön lange Leiter. In fact, if you took all your chromosomes Und wenn du alle Chromosomen nehmen würdest and put them end to end, und sie aneinander hängen würdest, you're looking at a building plan dann schaust du wie ein Bauplan, that's Schaust- almost a meter long. schaust auf einen Bauplan, der 1 Meter lang ist. But then it's all twisted up and tiny and fits in every cell. Aber das ist so klein zusammengewickelt, dass es so klein ist, dass es in jede Zelle hineinpasst. But we're talking about 130,000 base Und pairs, nun reden wir von 130.000 Basepaaren. and from Tod and Unfall, we go to 3 billion base pairs of information. Aber durch Tod und Unfall kommen wir nun zu 3 Milliarden Basepaaren. And don't let anybody tell you that most of that is useless. Und lasst euch von niemandem sagen, dass das meiste davon nutzlos ist. For the last 10 years, we've been studying the genome. In den letzten 10 Jahren haben wir das Genom studiert. There is no such thing as junk DNA. Da gibt es nicht sowas wie Müll-DNA. It's being used. Es alles hat seinen Nutzen. So you have 3 billion base pairs of usable information
at least at various times of your life from being inside your mom. Schon, also hast du 3000 Basepaare, die Milliarden. Milliarden Paare, die nützlich sind, je nachdem, in welchem Zeitabschnitt des Lebens du bist, schon von dem, dass du bei der Mutter im Bauch bist. Okay, let's look at this as a graph. Nun, lasst uns diese Grafik hier mal anschauen. As an engineer, we always make graphs, right? Als Ingenieur mache ich immer Grafiken. And we like to explain things through a graph. Und wir mögen es, die Dinge durch Grafiken zu erklären. So in this graph, Nun, in dieser Grafik I hier have on the x-axis, the bottom, I have time. habe ich in der X-Achse unten die Zeit. And you can put whatever time period you want. Und du kannst irgendwelche Zeitperioden einsetzen. But that time goes from left to right. Aber die Zeit geht immer von links nach rechts. But on the y-axis, the vertical, In der Y-Achse, in der Vertikalen, we have how complete, how complicated, how robust the DNA information is. da haben wir, wie kompliziert, wie robust, wie informationsvoll die DNA ist. So here at the bottom left, Hier unten links in der Ecke, at the beginning of when time or the beginning of life also am began, Anfang der Zeit, am Anfang des Lebens, we have very simple DNA. da haben wir sehr einfache DNA. Okay? Okay? But then now time is going to go forward. Und jetzt geht die Zeit vorwärts. And the evolution story says that over time Und die Evolutionsgeschichte sagt, dass mit der Zeit and with some percent of good mutations, und mit einigen Prozent von guter Mutation we get to more complex life. kommen wir zu komplexerem Leben. Okay, so you see we have time. Also ihr seht, da ist die Zeit. Now we have a little more complicated DNA. Jetzt haben wir etwas kompliziertere DNA. And it goes on. Und so führt es fort. Later on, we finally come to a fish that has a backbone and all the systems to swim in the sea. Und dann kommen wir zu einem Fisch, der plötzlich ein Rückgrat hat und alle Systeme oder alle Funktionen, die es braucht, um im Meer zu schwimmen. And once upon a time, the fish crawls on the land Und dann geht der Fisch aufs Land and it turns into a und T-Rex. dann wird es zu einem Dinosaurier, T-Rex. Big creatures. Eine große Kreatur. And some of them turn into oak trees Und manche werden plötzlich zu Bäumen, and rose bushes zu Eichen, zu and Rosenbüschen grass fields und zu Grasfeldern and geckos, und zu Geckos, salamanders, everything. Salamander, allen möglichen. But they all take a little more complicated DNA Aber sie than brauchen the alle beginning. ein bisschen kompliziertere DNA als die am Anfang. Then finally we get to the monkeys and then we get to us. Und dann kommen wir letztendlich zu irgendwelchen Affen und dann zu uns. So over time, Und mit der Zeit, we begin with a simple DNA in a simple cell, es fängt sehr einfach an, mit einer einfachen Zelle. and we end up over time with more complicated DNA. Und es wird eine immer kompliziertere DNA mit der Zeit. Okay, that's the story, right? Das ist nun die Geschichte. So bringt Anybody sie want uns to argue voran. with the Möchte jemand evolutionary? damit argumentieren? That's the theory. Das ist die Theorie. Okay, but now let's look at the creation model. Und nun lasst uns die Schöpfung betrachten. We have the same graph, Wir haben dieselbe Grafik. but here at the beginning of living forms, Aber am Anfang der lebendigen Form, we already have perfect DNA for every life form. da haben wir nun die perfekte DNA für jede Lebensform. We have some of the simple cells. We've got the fish Wir haben die DNA, einfachen Zellen, die Fisch-DNA, a lizard DNA, eine Eidechse, die DNA einer Eidechse. and then we have the more complicated DNA for people, for Adam and Eve. Und nun haben wir die komplizierte DNA für Adam und Eva. Okay, this was at the beginning, Das war am Anfang. at least the second day of creation. Also so am for people. zweiten Tag der Schöpfung für Menschen. And the DNA was perfect, and every kind could reproduce after its own kind. Und die DNA war vollkommen und jede Art hat sich innerhalb der Art fortgepflanzt. But we know it didn't take long for the Sündenfall. Und wir wissen, dass es nicht lange dauerte, bis der Sündenfall hineinkam. And we said that this is first everything. Und wir sagen, dass dieses alles verfluchte. And really, what we know about mutations is that we are losing information. After the Sündenfall, our DNA robustness, the perfectness of DNA, actually going downhill. Nun wissen wir aber durch die Mutation, die DNA in sich zerbricht, die Robustheit, die Fülle der Information geht mit der Zeit immer runter. So you see the difference between the two graphs. Und nun seht ihr den Unterschied der zwei Grafiken.
The evolution model goes from the lower left and goes up to the right. Die Evolution fängt unten links in der Ecke an und geht rechts hoch. The creation model begins with perfect DNA on the upper left. Die Schöpfung beginnt mit vollkommener DNA oben links. And because of sin, it's declining. Und wegen der Sünde nimmt es ab oder zerbricht. But remember, mutations are copy mistakes. Aber erinnert euch dran, dass Mutationen Fehler sind von Kopien. So let's do an experiment. Nun lasst uns ein Experiment machen. We're going to begin with a one-page perfect document. Wir fangen mit einem vollkommenen Dokument an, also einem schönen vollkommenen Dokument. For example, the U.S. Declaration of Independence. Zum Beispiel die Deklaration der Unabhängigkeit der USA. And it was a one-page document, Es war ein Blatt Papier, but it had a lot of sentences, hatte aber viele Zeilen. and it was written in good English, Und es war in sehr gutem Englisch geschrieben. and it could communicate to King George what the Americans were going to do. Und es hat dem König George kommuniziert, was die Amerikaner tun würden. Of course, that made him angry. Und das hat ihn natürlich sehr verärgert. But anyway, let's start with a one-page perfect document. Nun beginnen wir mit einem Dokument, einem Einseiter, aber perfekt geschrieben. And we're going to make a copy, Und wir machen nur eine Kopie daraus. okay? And then we're going to take the copy Und nun, from nehmen the wir, bottom of the machine and put it on top, und nun nehmen wir wieder die Kopie unten raus und tun sie oben wieder rein. okay? And then we make a copy of the copy. Und dann machen wir die Kopie der Kopie. Then we're going to make a copy of the copy of the copy, Und das machen wir dann wiederholt. okay? And then we're going to do it again. Und dann machen wir es noch einmal. Every time we're going to take the bottom, what comes from the bottom of the machine, Jedes Mal nehmen wir das, was unten rauskommt, put it on top of the machine, schieben es oben wieder rein and then make a copy of the copy of the copy of the copy. und machen eine Kopie der Kopie der Kopie. Now you know what happens. Wisst ihr, was dann passiert? Maybe 8 copies, it's still good. Nach 8 Kopien ist es vielleicht noch gut, But somewhere along the line, the T begins to look like an I, aber irgendwo fängt das T an auszusehen wie ein I. or an M looks like an RN. Oder ein M sieht aus wie ein RN. We're losing something. Wir verlieren etwas. But wait a minute. Aber wartet mal. When we make copies, we're getting more information with our DNA. Wenn wir nun Kopien machen, bekommen wir plötzlich mehr Informationen. In der DNA wird so gesagt. How many of you seen the English phrase, when you make a copy, a lot of copy machines have this directions. Wer kennt diesen Ausdruck in den Kopiermaschinen? Da gibt es einen Ausdruck, der heißt Directions. So they say to copy face down, and by face so. they mean the front of the Ja. document, and you put it down. Sie sagen dir eine Direktion, wie du es hinlegen wirst. Sie sagen also, das nach unten halten, die Schrift nach unten. But in English, you know what face means. Aber im Englischen wisst ihr, was das Gesicht bedeutet. So some people do this. So manche Leute tun das nun. They copy face down. Okay. Sie machen eine Kopie mit dem Gesicht nach unten. Okay. Let's go back to our experiment. Nun gehen wir zurück zu unserem Experiment. We're going to make copies of copies of Wir machen copies. ganz viele Kopien. And finally, after we make maybe 100 generations of copies, Und nachdem wir nun 100 Generationen von Kopien haben, we're going to see, wir werden sehen, dass das Original is not just one page, but maybe 2 or 3 pages come out. dann werden wir plötzlich erkennen, dass nicht nur ein Blatt Papier da ist, sondern 2 oder 3 Blätter rauskommen. Remember, to go from a simple cell to a complicated cell, I need to have more information. Nun musst du wissen, von einem einfachen zu einer komplizierten Zelle zu kommen, brauchst du mehr Informationen, die muss And vorher kommen. And through these copying mistakes, I need all the information to make the backbone for a fish. Und von diesen ganzen Fehlern der Kopien muss irgendwo nun das Rückgrat für den Fisch herkommen. And inside the ribs, I need to have the place for the heart and the liver and other organs. Und innerhalb der Rippen muss irgendwann Platz sein für die Leber und für die anderen Organe des Fisches. That all has to fit in there, Sie müssen alle irgendwie reinpassen. and it has to be connected Und sie correctly. müssen sogar noch verbunden sein. In So this korrekter takes Weise. more information. Also braucht es noch mehr Informationen. So the evolutionary theory tells us Nun sagen uns die Evolutionisten, I could begin with a one-page original Ich written kann- by Thomas Jefferson, ich könnte mit einem einfachen Original von Thomas Jefferson beginnen and after a million generations of copies, und nach 1 Million Generationen von Kopien, I get the whole Jefferson dann habe library. ich nun eine ganze Bücherei von Jefferson. That's the idea of evolution. Das ist If you die think Idee. about it, Der Evolution, wenn man darüber nachdenkt, I go from a single cell, gehe ich nun von einer einfachen Zelle 130,000 base pairs, like
we call this the one-page copy or document. Also diese 130.000 Basepaare, wir nennen es die eine Kopie oder diese ursprüngliche Kopie. And instead of one document, all of a sudden I start getting more pages from copying mistakes. Also von einer Kopie habe ich lauter Kopierfehler und bekomme lauter Dokumente daraus. And I can take one book off this shelf of the Jefferson Library and it has usable information. Und It ich- makes sense. Und ich hole nun dieses eine Buch raus und das hat plötzlich Informationen, die Sinn machen. Oh, and in the cell world, I need to have 3 billion base pairs of information. Und in dieser Zelle brauche ich nun 3 Milliarden Basenpaare der Informationen. There are many smart people who believe in evolutionary theory. Und da gibt es doch viele Menschen, die an diese Evolutionstheorie glauben. But sorry, I'm a skeptic. Aber ich bin nun mal ein Skeptiker. I have never seen where copying mistakes that are accidental Ich habe es noch nie erlebt, dass Kopierfehler, die durch Unfall passiert sind, that it turns into whole new blobs, whole new areas of information. die plötzlich zu ganzen neuen Gebieten von Informationen führen. That the M doesn't just turn into an RN, Dass das M nicht einfach nur in ein RN wandelt, but it turns into a whole bunch of words that maybe begin with an R and an N. aber es wird plötzlich zu einer ganzen Reihe von Wörtern, die vielleicht mit R und N beginnen. And they all have to make sense. Und die müssen auch noch alle Sinn machen. Otherwise, you wouldn't have a good building plan. Sonst hättest du keinen guten Bauplan. You know, it's not would be very nice Das wäre sehr schön, if the heart and the liver and other organs are inside the ribs and not outside. wenn nun die Herz und Leber und all diese Organe zwischen den Rippen sind, nicht draußen. Now, I'm trying to make this simple, Und nun möchte ich es einfach gestalten. but despite all the fancy words that scientists use, Und trotz all dieser tollen Worte, die diese Wissenschaftler benutzen, gebrauchen, this is the process of neo-Darwinism. das ist der Prozess des Neodarwinismus. And yet, evolution depends on copying mistakes. Nun sagen sie, dass Evolution auf Kopierfehler beruht, That mutations can give new information. dass Mutationen neue Informationen erzeugen können. Lee Spentner is a PhD doctor from America's top university, MIT. Lee Spentner ist ein Professor der Physik von der Universität MIT. He said this: Er sagte Folgendes: Aber in der einschlägigen Fachliteratur habe ich noch nie gelesen, dass eine Mutation zu neuer Information geführt hätte. Alle beobachteten Punktmutationen im Molekularbereich führen zu einem Verlust an genetischer Information statt zu einer Zunahme. So you see, instead of making new information, Also anstatt dass man neue Informationen schafft, mutations lead to a loss of information. bringen Mutationen einen Verlust der Information. Now, DNA is an amazing molecule. Die DNA ist ein unglaubliches Molekül. There are mechanisms that recover from copying mistakes. Das sind Mechanismen, die sich sogar erholen von Kopierfehlern. So a lot of the copying mistakes make no difference, Viele der Kopierfehler machen keinen Unterschied. but they're still copying Das mistakes. sind dennoch Fehler der And Kopie. generation after generation, they build up. Und selbst nach Generationen werden sie wieder, also heilen sie wieder. Everything we know about genetics today Alles, was wir heute über Genetik wissen, shows a loss of information. zeigt uns, dass da ein Verlust der Information ist. How many of you know Dr. Richard Dawkins? Und wie viele von euch kennen Dr. He's Dawkins? one of the most famous atheists in the world Einer today, der bekanntesten Atheisten heute. professor from Oxford Ein University. Professor der Oxford-Universität. I'm going to show you a little part of an interview. Ich zeige euch einen ganz kleinen Teil seines Interviews. The question Die is Frage this. ist folgende. Professor Dawkins, The question will be given to him in English. You won't hear it, but this is the exact or a very good translation of what Dr. Dawkins is asked. die Frage wird ihm nun in Englisch gefragt und das ist die Kopie sozusagen oder das ist, was der Inhalt der Frage ist. Können Sie mir bitte ein Beispiel nennen, wodurch Veränderung des Erbguts oder sonst einen Vorgang in der Evolution eine Zunahme der genetischen Information erfolgt? So, very simple question. Eine sehr einfache Frage. Give me an example Gib mir nun ein Beispiel, where the mutations in the genetic information wo die Mutation der genetischen Information or some other method gives me an increase of oder information. irgendeine andere Methode mir eine Zunahme von Informationen gibt. Now, that's the question auf Deutsch. Das ist die Frage auf Deutsch, hier lest sie. I think all people, no matter what language you speak,
Also ich glaube, alle Menschen, egal welche Sprache man spricht, you will understand the answer. verstehen die Antwort. Okay, so here it is. Hier ist die Antwort. There's the question. Hier ist nun die Frage. Coming. The answer. Jetzt kommt die Antwort. I am not playing games with the Ich video. mache keine Spiele mit dem Video, das Original. He heard the question. Er hat die Frage gehört. He looked around, Er schaut umher, looked at the ceiling, schaut aufs Dach. and what I am told, Und was mir gesagt wurde, he stood up and said, turn off the cameras da stand er auf und sagte, mach die Kameras aus and let's start over and ask me a different question. und lass uns wieder beginnen und stellt mir eine andere Frage. They don't have a good answer for this. Sie haben keine guten Antworten. This is a quote from Dr. Ernest Chain, who was a biochemist Dr. Ernest Chain, ein Biochemiker, who won a Nobel Prize. der sogar einen Nobelpreis gewonnen hatte. He said the development and survival of the fittest is entirely a chance of chance mutations, or even that nature carries out experiments. Dass Entwicklung und Überleben des Stärkeren gänzlich Folge zufälliger Mutation sein soll oder dass die Natur sogar mit Mutationen experimentierte nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Um Lebewesen zu schaffen, die überlebensfähiger sein sollen, das scheint mir eine Hypothese ohne Beweisgrundlage zu sein. Whoa. Here's a famous scientist who said, you know what, we have a theory with no evidence. Nun sagt hier ein sehr bekannter Wissenschaftler, wir haben hier eine Theorie ohne irgendeinen Beweis. You don't want me to build a bridge without evidence of my science, do you? Ihr wollt doch nicht, dass ich eine Brücke baue, ohne dass da ein Beweis ist meiner Wissenschaft. See, what are mutations? Nun, was sind Mutationen? What do they cause? Was bewirken sie? Many don't do anything that you can notice, Viele tun nichts Besonderes, das man gar nicht wahrnimmt, but they do cause problems. aber sie können dennoch Probleme bereiten. In medical genetics, a book, a textbook for doctors, it says this. In einem Textbuch für Mediziner heißt es, Mutation, die Forschung geht weiter. Mutationen sind tödlich oder machen krank. Sie führen nicht zu einer Weiterentwicklung. Mediziner behandeln schlimme Krankheiten und sie sind oft verursacht durch Genmutationen. Beinahe 4000 Krankheiten beruhen auf Mutation der DNA. We have thousands of genetic diseases. Nun haben wir tausende genetischer Krankheiten. This was in the 1990s. Das war in den 1990. Now we have identified more than 10,000 genetic diseases. Nun haben wir schon über 10.000 genetische Krankheiten And festgestellt. these are coming from mutations. Und die kommen durch Mutationen. They make us sick. Die machen uns krank. They give birth defects. Die schaffen Geburten, Fehlgeburten. They're not going to make us sprout wings and become Superman. Die schaffen nicht, dass wir Flügel bekommen und wie Superman sind. No. Nein. This is Dr. John Sanford. Das ist Dr. John Sanford. At his height, he was one of the world's most important geneticists. Zu seinen Top-Zeiten war er einer der bekanntesten Genetiker. He didn't become a Christian until age 50. Er wurde kein Christ, bis er 50 war. So for most of his life, most of his genetic career, So den größten Teil seiner genetischen Karriere he was an evolutionary atheist. war er ein Atheist, ein Evolutionist. I know him personally. Ich kenne ihn persönlich. And he said before he became a Christian, Und er sagte, bevor er Christ war, he would often get very angry. wurde er sehr wütend. He had a short temper. Er hatte ein sehr schlechtes This Temperament. caused problems in his marriage Das hat viele Probleme in seiner Ehe gegeben. and with some of his colleagues at work. Und auch viele Kollegen bei der Arbeit hatten Probleme. Today, when I know him, Heute, so wie ich ihn kenne, he's a very calm, soft-spoken, gentle man. ist er ein sehr ruhiger, sehr gut sprechender, zarter Mensch. He's a wonderful person to work with.
Er ist ein sehr wunderbarer Mensch, mit dem man zusammenarbeiten kann. In his career, he was an expert on mutations, In seiner Karriere war er ein Expert für Mutationen. and he actually invented what's called the gene gun. Und er hat sogar die Genwaffe oder die Genpistole erfunden. And this was kind of shortening the process to make hybrids. Und das hat sogar den Prozess verkürzt, um Hybrid zu schaffen, also Mischlinge. And really, a lot of the food supply, improved foods and vegetables we have today is a result of his work. Und viele der verbesserten Lebensmittel oder Früchte, die wir heute haben, beruht auf seinem Werk. But then he became a Christian Dann wurde er aber Christ and realized all his research in genetics und hat er gemerkt, all seine Forschungen in der Genetik matched the Bible. stimmen absolut mit der Bibel überein. Wow, Und er isn't that war, interesting? ist das nicht interessant? And he said this, Und das sagte er. Je mehr Mutation, desto geringer die Information. Dies ist ein wichtiger Grundsatz des Mutationsvorgangs. you see, evolution's hero only makes the problem worse. Der Held der Evolution bewirkt nicht höhere Entwicklung, sondern Verfall. So Dr. Sanford, in his book, Genetic Entropy, Nun hat Dr. Sanford in seinem Buch Genetische Entropie said the result is that all higher genomes must clearly degenerate. Das bedeutet, alle höheren Genome können nur degenerieren. Genau das sollen wir im Lichte der Bibel seit dem Sündenfall auch erwarten. Und es passt zu der schwindenden Lebenserwartung nach der Sintflut und von der uns die Bibel berichtet. So he's going, wow, everything in my research in genetics fits the biblical account. Und dann sagt er, wow, alles, was ich geforscht habe, das stimmt mit dem überein, was die Bibel sagt. A couple of years ago, I was reading scientific headlines, Vor einigen Jahren habe ich eine Überschrift gelesen oder ein Headline, ja, wenn wir Zusammenfassungen, and I actually read the original article. Und ich habe auch den originellen Artikel davon gelesen. It's from a very fancy magazine called Trends in Genetics. Es gibt ein sehr modernes Magazin, das heißt Transit, In Genetics. Veränderungen in Genetik. And the author is an evolution believer, Und der Autor ist ein Evolutionist. but he wrote a nice article about his research. Aber er hat einen schönen Artikel über seine Forschungsarbeiten geschrieben. He studied the part of the genome Er hat das Teil des Genets erforscht, that seems to code for our brain and our cognitive thinking. das sozusagen unser Gehirn und unser verständnisvolles Denken ausmacht. And what he said, the data indicates Und die Daten sagen, that humans are slowly but surely losing our intellectual ability. dass Menschen langsam aber sicher die intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten verlieren. You know, this is like telling grandparents, Das ist, wenn man Großeltern sagt, you know, every generation these kids are getting dumber and dumber. die Großeltern sagen immer, wisst ihr, diese neuen Generationen, die werden immer blöder. And as grandparents, we sometimes say that in jest. Und als Großeltern sagen wir das manchmal so aus Spaß. But the sad thing, it's Aber true. das Traurige ist, es ist wahr. In fact, he says 2,000 years ago, if you took somebody from ancient Rome or ancient Greece Hätten wir vor 2000 Jahren jemand aus dem antiken Rom oder Griechenland genommen and you put him in our society und ihr today, würdet ihn heute in unsere Gesellschaft stellen, they would not be familiar with our die technology. würden zwar unsere Technologie nicht kennen. Yeah, we have better technology, Wir haben zwar bessere Technologien, but their intuitive ability to think and learn aber die intuitive Möglichkeit zu denken und zu lernen, was much higher. die war damals viel höher. There are many scientific articles that talk about this. Und da gibt es sehr viele wissenschaftliche Artikel, die genau darüber reden. We still don't know how the Egyptians built the pyramids, Wir wissen heute noch nicht, wie die Ägypter die Pyramiden gebaut haben. but in general, intellectual abilities was pretty high. Aber die generelle intellektuelle Fähigkeit war sehr hoch früher. So here's an interesting sentence from Dr. Crabtree. Hier gibt es einen sehr interessanten Satz von Dr. Crabtree. This denkt hier. Komme ich zu der Schlussfolgerung, dass die Intelligenz unserer Spezies erstaunlich fraglich ist, fragil ist. Auf dem Höhepunkt waren wir vor vielleicht 2000 bis 6000 Jahren. Oh, the high point was maybe 6,000 years ago? Also war der Höhepunkt vor vielleicht 6000 Jahren.
He put this in print. Das hat er sogar reingeschrieben. Now, he has other theories how we got there, Nun hat er andere Theorien, wie wir da hinkommen. but the data just says we are declining in intellectual ability, Aber die Daten sagen nun mal, dass unsere intellektuelle Fähigkeit abnimmt. not getting higher. Und sie nimmt nicht zu. And we peaked 6,000 years ago. Where have I heard this number before? Und die Spitze war vor etwa 6000 Jahren. Und wo habe ich das schon mal gehört? So the evolution model, remember it? Nun erinnert euch an das Evolutionsmodell. That through mutations, we get better and better information in Durch- DNA, Durch Mutation kriegen wir immer bessere und bessere Informationen durch die DNA. has no evidence. Sie hat keine Belege und keinen Beweis. It doesn't fit actual science data. Das stimmt nicht mehr überein mit aktuellen wissenschaftlichen Daten. Learn the difference. Nun versuche den Unterschied zu lernen und What verstehen secular scientists say von dem, was säkulare Wissenschaftler sagen, between the facts and the data and what that says. zwischen den Fakten und den Daten und dem, was diese wiedergeben. It's unfortunate that too often there's a difference. Es ist traurigerweise so, dass da oft ein großer Unterschied But herrscht. every once in a while, even an evolutionist will provide good data that fits the Aber selbst creation model. es gibt selbst Evolutionisten, die gute Daten hervorbringen, um die Schöpfungsgeschichte zu belegen. So after the Sündenfall, we have more mutations, and that's why people don't live as long, and we are finally declining. Nun haben wir nach dem Sündenfall Mutationen, die das Gegenteil bewirken, und wir nehmen ab mit der Zeit. You see, the creation model has lots of evidence, Seht ihr, das Schöpfungsmodell hat viele Beweise. and that fits what the Bible says. Und das stimmt auch überein mit dem, was die Bibel sagt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Death comes from sin. Der Tod kommt durch die Sünde. Go back to what Dr. John Sanford, a famous geneticist, said. Nun gehen wir zurück zu dem, was Dr. Stanford sagt. Wir können kein Leben erschaffen, deshalb können wir auch nicht den Tod besiegen. He talks about then the good news. Und dann spricht er über die guten Neuigkeiten, über die guten Nachrichten. Aber ich erkläre, es gibt jemanden, der das Leben erschaffen und der die Genome entworfen hat. Dieser eine ist der Urheber des Lebens. Ich glaube, dass der Urheber des Lebens die Kraft hat, den Tod und die Degeneration zu besiegen. Ich glaube, das ist die gute Nachricht. He's talking about good news, and Dr. Sanford goes on. Nun spricht er über die guten Nachrichten und er geht weiter und sagt weiter. Ich persönlich bin überzeugt, Jesus ist unsere Hoffnung. Ich glaube, dass es ohne Jesus keine Hoffnung gibt. Er gab uns das Leben, dass wir geboren wurden. Deshalb kann er uns heute neues Leben geben. Weil er vom Tod auferstanden ist, können wir vom Tod auferstehen. Auch von dem Tod, der uns bereits umgibt. And he goes on as a conclusion. Und als Schlussfolgerung all dessen sagt er, schlage ich Ihnen eine Alternative vor. Sie entscheiden sich dafür oder dagegen. Jesus ist unsere einzig wahre Hoffnung. If we want to beat the curse of sin, Nun, wenn wir den Fluch der Sünde überwinden wollen, we need a Savior. brauchen wir einen Erlöser. We cannot earn salvation on our Und own. wir können die Erlösung nicht selber aneignen oder schaffen. How many of you know John 3:16? Wer von euch kennt Johannes 3, Vers 16? Every one of you who is a Christian should have this memorized. Jeder, der ein Christ ist, der sollte dieses auswendig kennen. Can we say it out loud together? Können wir es laut gemeinsam sagen? And I'll give you a little help. Und ich helfe euch ein bisschen dabei. Denn Denn so so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. I told you the other night Ich habe euch letzten Abend gesagt, that every branch of science confirms the truth of the Bible. dass jeder einzelne Zweig der Wissenschaft die Bibel belegt. And genetics, more than any other, confirms what is happening to our genome. Und die Genetik, mehr als irgendetwas anderes, das beweist oder bestätigt die Bibel. And it Unseren matches Glauben. the biblical account. Und es stimmt komplett überein mit der biblischen Wahrheit. That we reproduce after
our own kind. dass wir nach unserer eigenen Art uns But fortpflanzen. every generation is having more and more problems. Und dass jede Generation immer mehr Probleme hat. We are devolving, we are not evolving. Wir nehmen ab, wir nehmen nicht zu oder wir werden nicht besser. So I don't know where you're at. Ich weiß nicht, wo du stehst. I don't know if you're a visitor or if you've been to this church before, Ich weiß nicht, ob du nur ein Besucher bist oder ob du in der Gemeinde schon früher warst. but I invite you to invite Jesus into your heart. Aber ich möchte dich dazu einladen, dass du Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen. Invite Jesus to forgive you all your sin. Dass Jesus dir deine Sünden vergeben kann. And then we can have a new life, Und dann können wir ein neues Leben haben, a perfect life, ein vollkommenes Leben. without death, disease, and dying, Ohne Tod, ohne Krankheiten, in a new creation in einer neuen Schöpfung. that God has set aside. Dass Gott uns aussondert. He sets aside for those who've taken the free offer of forgiveness of sin. Das Leben, das er dem gibt, der dieses freie Angebot annimmt und Vergebung der Sünden empfängt. As Dr. John Sanford says, Wie it's Dr. our John- only hope. Wie Dr. John Sanford sagte, es ist unsere einzige Hoffnung. Let's pray. Lasst uns nun beten. Lord God, thank you that you are our creator. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du unser Schöpfer bist. Thank you that you have loved us with an everlasting love. Danke, dass du uns mit deiner ewigen Liebe geliebt hast. That despite our sin and our falling apart, Dass du trotz unserer Sünde und unserem Zerbruchs you loved us to send Jesus to die for my sin. hast uns doch geliebt und uns Jesus gesandt, der für unsere Sünden gestorben ist. Come into my heart, Lord Komm in Jesus. mein Herz, Herr Jesus. I confess I'm a sinner. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Forgive me all my sin Vergib mir meine Sünden and help me to live this life, und hilf mir, dieses Leben zu leben, to live the way you want me to. in einer Art und Weise zu leben, wie du es Help möchtest. me von to mir. understand your word Hilf mir, dein Wort zu verstehen and to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. und zu wachsen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Thank you. Wir danken dir. In Jesus' name, amen. Im Namen Jesu. Amen. Thank you, everybody. Wir danken jedem. I hope you got a little bit of why we're doing genetics in church today. Ich hoffe, ihr habt etwas davon verstanden, warum wir Genetik heute in der Kirche oder in der Gemeinde durchgehen. And tonight we're going to do something even more different. Und heute Abend werden wir noch mal was anderes machen. We're going to do dinosaurs Wir werden tonight. über Dinosaurier reden. And maybe a couple of my pet dinosaurs will come. Und vielleicht kommen ja sogar ein paar Kuscheltier-Dinosaurier. I opened my suitcase when I came into Berlin, Ich habe meinen Koffer geöffnet, als ich in Berlin ankam. and there were a couple of my friends had crawled inside. Da waren so ein paar kleine Freunde, die da reingekrochen sind. Yeah, I'm kidding a little bit, Ja, ich mache ein bisschen Spaß. only a little bit. Nur ein bisschen. We have to close, but if you have questions about genetics or evolution theory, Nun wollen wir schließen, aber hat jemand noch Fragen zu Genetik oder Evolutionstheorien? I'll be here. Ich bin nun da. What is next? Was kommt als nächstes? Wir singen noch ein Lied. We sing a song and Yeah. then what? Und Little dann fellowship or whatever. ja, Okay. Fellowship and we Okay. have. Thank you, everybody. Danke jedermann. God bless you. Gott segne euch. May I ask a question? Yes. Now they are trying to intermix the kinds. They are working very hard on making cross between different kinds. Yeah. What do you know about that? Well, you can do it to a certain extent. Also ich habe die Frage gestellt, es gibt gerade diesen Versuch, dass man verschiedene Arten miteinander kreuzt. Und man kann es bis zu einem bestimmten Ausmaß machen. I don't know exactly, I have not seen this particular article. I don't know at what degree they're trying to mix the genome. Ich weiß nicht, bis zu welchem Grad sie dieses Gen vermischen wollen. But I know you can mix a tiger and a lion. Aber ich weiß, man kann einen Tiger und einen Löwen miteinander And you had a liger, kreuzen, einen Liger daraus schaffen. and they live and they do very well. Und die leben und die machen sich auch sehr gut. But that's a natural mix Aber das ist eine natürliche Kreuzung. because they all came from the cat kind. Sie kommen alle von der Katze. But I think what they're trying to do with CRISPR and other things in DNA, Aber was sie sonst mit CRISPR versuchen, it's a scientific thing that they're trying to take pieces of DNA. also sie versuchen gewisse Teile der DNA zu nehmen They're pretty sure that this is a healthy piece of DNA, und sie gehen sicher, dass das ein gesunder Teil der DNA ist. and they're trying to put it into somebody's DNA where there are too many mutations. Und sie möchten
sie genau dort einsetzen, wo zu viele Mutationen sind in der alten DNA-Form. And if you cut it just right, Und wenn man es richtig schneidet, it might be a good thing. mag es sogar was Gutes sein. Learning other types of medicine to heal people. So eine Art neues Lernen, um neue Medizinswege, um Menschen zu heilen. Like Louis Pasteur introduced the idea of vaccines. Wie Louis Pasteur, der Impfungen By the way, Louis Pasteur believed the Bible and was opposed to Darwin. Louis Pasteur war ein bibelgläubiger Mensch und er war gegen die Lehre Darwins. And he probably did more to help people than any other scientist. Und er tat vielleicht mehr, um Menschen zu helfen, als irgendein anderer Wissenschaftler. So there could be some good things coming. So kann es nur sein, dass ein paar gute Dinge hervorkommen. But remember, a DNA is a computer program. Aber vergesst es nicht. Die DNA ist ein Computerprogramm. It's very complex. Es ist sehr komplex. Parts of it are read this way, Teile werden so rumgelesen. and now we know that parts of it go backwards. Und wir wissen, dass es Teile gibt, die man rückwärts And it lesen connects muss. other parts. Und das wiederum verbindet sich mit anderen Teilen. It's like in a computer program, we have what we call subroutines. Und das sind wie im Computerprogramm, was wir die Unterprogramme nennen. Unterprogramme. Ja. So this tile calls to this tile, So redet nun eine Information mit der anderen. and under these conditions, do this. Und unter diesen Konditionen tue du nun das. And even with just simple computer Und programs selbst einfache Computerprogramme, that somebody else wrote, die jemand anders mal geschrieben hat, you have to be careful about cutting and pasting pieces of the code. muss man sehr vorsichtig sein, etwas rauszuschneiden, es woanders einzusetzen. So my opinion is So ist nun meine Haltung dazu. maybe something good comes, but you have to be very, very careful. Vielleicht kommt etwas Gutes, aber man muss sehr vorsichtig sein damit. So I would hope they don't do these experiments on people. Ich hoffe, dass sie all diese Versuche nicht an Menschen tun. We'll see. Wir werden sehen. Thank you. Wir, We have to danken, finish. wir sollten beenden. Let's sing a song of Lass praise uns to our nun Creator God. ein Loblied singen zu unserem Schöpfer. Don't forget dinosaurs at 7 p.m. Vergiss nicht, um 7 Uhr geht es um Dinosaurier. Jemand einen Liedvorschlag? Lobt in seinen Heiligtum. Leider nicht. In seinen Heiligtum. Oder lobt vor den Herrn. Lobt froh den Herrn. Welche Nummer? Weiß ich nicht. Okay. Entschuldigung. Just do the Lasst uns einfach simply do the praise God. Praise God through Also das Lied von Ralf ist 217. 217 in den braunen Liederbüchern, die 217. Fehlt es an braunen Liederbüchern? Ah ja. Martin, bringst du ein paar braune Liederbücher? 217, 217, braune Liederbücher. Okay.